Guten Tag, ich begrüße Sie zum Modul 6a Herausforderungen der multilingualen Textanalyse. Dieses Modul unterrichten wir in zwei Teilen. Zunächst Sprachidentifikation und in einem zweiten Teil automatische Satz- und Wortalignierung. Doch zunächst zum Thema automatische Sprachidentifikation. Und wir beginnen mit ein paar Beispielen dazu. Hier sehen Sie einen Text in Deutsch aus den Jahrbüchern des Schweizer Alpenclubs. Und in der Mitte dieses Textes befindet sich ein Einschub, ein Titel eines Artikels in Englisch. Und wir möchten automatisch diesen englischen Teil identifizieren, damit wir ihn separat behandeln können, damit wir ihn gezielt suchen können. Und das haben wir in unseren Alpenclub-Texten in verschiedenen Kombinationen, verschiedenen Sprachkombinationen in unserem Korpus. Zweites Beispiel, hier sehen Sie einen deutschen Text, der mit einem Schweizer Mundartsatz endet, und auch den möchten wir abheben, den möchten wir identifizieren können, da wir ihn speziell behandeln möchten. Und drittes Beispiel, einen französischen Text mit einer wörtlichen Rede eines Bergführers, einem Ausruf in Deutsch, der dadurch authentischer wirkt. Als erstes können wir festhalten, automatische Sprachidentifikation funktioniert gut für Sprachen mit standardisierter Schreibung, zum Beispiel Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch. Und es ist sehr schwierig für Sprachen, wo diese standardisierte Schreibung fehlt, wie zum Beispiel bei Rätoromanisch oder auch bei Texten in schweizerdeutscher Mundart. Also, wir definieren, die automatische Sprachidentifikation ist die Zuweisung eines Sprachetiketts, einer Sprachklassifikation an einen Satz, antwortet also auf die Frage, zu welcher Sprache gehört dieser Satz. Motivation für die automatische Sprachidentifikation ist, dass die Werkzeuge zur Analyse und Annotation eines Satzes, zum Beispiel Wortartenklassifikation, Part-of-Speech-Tagging, Parsing, sprachabhängig sind und wir deshalb zunächst wissen müssen, in welcher Sprache ein Satz vorliegt. Wir unterscheiden zwei Methoden, die Sprachidentifikation über Buchstabensequenzen und die Sprachidentifikation über Wörterbuchvergleich. Wir müssen uns klar sein, dass die automatische Sprachidentifikation zu einem Huhn-Ei-Problem führt, denn die Tokenisierung, also die Aufteilung eines Satzes in einzelne Einheiten, die Aufteilung eines Textes in einzelne Sätze, ist abhängig von der Sprache, hängt zum Beispiel ab von Abkürzungslisten in der jeweiligen Sprache. Umgekehrt ist die Sprachidentifikation darauf angewiesen, dass die Satzgrenzenerkennung bereits erfolgt ist. Das heißt, wir gehen in der Praxis typischerweise so vor, dass wir zunächst die allgemeine Tokenisierung und Satzgrenzenerkennung vornehmen, dann auf dieser Basis die Sprachidentifikation und schließlich eine Korrektur und Anpassung der Tokenisierung machen. Die automatische Sprachidentifikation funktioniert typischerweise über Statistiken von Zeichenfolgen. Meist Zeichentrigrammen, also Folgen von 3 Zeichen. Vorteile dieses Vorgehens ist, das ist ein robustes Vorgehen, auch bei Schreibfehlern kann es angewendet werden. Es funktioniert schnell und es ist kein Wörterbuch nötig. Nachteil, erst ab einer Mindestlänge ist dieses Verfahren zuverlässig. Und wir benutzen statistische Sprachidentifikation deshalb typischerweise bei Sätzen mit 40 oder mehr Zeichen. Bei kürzeren Sätzen, die in einem fortlaufenden Text vorkommen, kann man pragmatisch die Sprache des
gesamten Textes zuweisen. Oder man kann sagen, dieser kurze Satz hat vermutlich dieselbe Sprache wie der vorhergehende Satz. Oder man muss dann doch auf wörterbuchbasierte Sprachidentifikation ausweichen. Solche automatische Sprachidentifikation über Statistiken von Zeichenfolgen kann man mit fertigen Programmen erledigen, wenn man das selbst in einem Korpus anwenden möchte, wie zum Beispiel LinguaIdent oder auch LangID, ein Python-Programm, die für viele Sprachen, ich glaube bei LangID für rund 90 Sprachen, unterscheiden können, um welche Sprache es sich jeweils handelt. Und vielleicht auch noch gut zu wissen, dieses Verfahren zur automatischen Sprachidentifikation wird auch in Microsoft Word und anderen Systemen angewendet. Dass das funktioniert, sieht man ganz einfach, wenn man sich die häufigsten Trigramme eines Textes anschaut. Hier haben wir die häufigsten Trigramme berechnet aus dem Tom Sawyer Buch. Sie können einmal kurz schauen. Wir haben links und rechts zwei unterschiedliche Sprachen repräsentiert. Und Sie sehen sehr schnell, dass die Trigramme auf der linken Seite die Trigramme der englischen Version von Tom Sawyer sind und die Trigramme auf der rechten Seite die Trigramme, die in der deutschen Übersetzung von Tom Sawyer am häufigsten vorkommen. Wir sollten noch dazu wissen, dass wenn dort nur zwei Buchstaben stehen, dass dort ein Leerschlag jeweils davor oder dahinter mitgezählt wurde. Automatische Sprachidentifikation über Wörterbuchvergleich, das alternative Vorgehen, verwendet man für eng verwandte Sprachen, die sich in der Buchstabenfolge kaum unterscheiden, wie zum Beispiel Schwedisch oder Norwegisch. Für Sprachen ohne Rechtschreibkonvention, wo man dieses regelmäßige Abfolge von Buchstaben nicht gut trainieren kann, oder eben auch für kurze Sätze. Ein Beispiel aus unserem Korpus für Sätze, die wir mit statistischer Sprachidentifikation als Deutsch identifiziert haben, prüfen wir mithilfe einer speziellen Wortliste, ob dieser Satz vielleicht schweizerdeutsche Mundart ist. Wir haben dort so Wörter wie isch, chli, nöt und gurt gesammelt, die typischerweise in Schweizer Mundarttexten vorkommen und nicht in standarddeutschen Texten vorkommen und deswegen darauf hinweisen, dass es sich um schweizerdeutsche Mundart handelt. Das heißt, in einer Übersicht, unsere Sprachidentifikation funktioniert in 3 Schritten. Zunächst prüfen wir, ob ein Satz mehr als 40 Zeichen hat. Wenn ja, dann wird automatisch unterschieden, ob es ein Satz in Englisch, Deutsch, Französisch oder Italienisch ist. Und für die deutschen Sätze unterscheiden wir noch, ob das Standarddeutsch oder Mundart, Schweizer Mundart ist. Nun noch kurz zum Thema Code-Switching. Sie sehen hier einen Ausschnitt aus einem Satz aus unserem Korpus von 1925 und ich finde es very nice and delightful, einen Vortrag halten zu dürfen. Sie sehen, es handelt sich um einen deutschen Satz, in dem eine englische Wortfolge eingeschoben wurde, ein Zitat, das hier mit Anführungszeichen markiert ist. Und Sie sehen auch, dass die Wortarten, die diesem zugewiesen wurden, hier in diesem Falle Eigennamen und bei dem Wort und fremdsprachiges Material, dass diese Wortarten sehr falsch sind und weder für das Englische noch für das Deutsche richtig passen und dass natürlich auch kein Lemma zugewiesen werden konnte. Deshalb ist es von Vorteil, wenn man diesen Teil des Satzes als Englisch identifizieren kann und das ist dieser Code-Switching-Teil, den wir identifizieren möchten in diesem Satz. Und idealerweise sollte dieser Teil des Satzes anschließend so aussehen, dass das Wortart-Tag fremdsprachiges Material zugewiesen wurde
und ein beliebiges Dummy-Lemma, hier in dem Fall zum Beispiel Fn, zugewiesen wurde und dass zusätzlich dieser gesamte Block markiert wurde als fremdsprachiges Material mit der Information, um welche Sprache es sich handelt, hier in dem Fall um Englisch. Wie kann man das machen? Wir haben einen kleinen Algorithmus dafür entwickelt und der sieht so aus. Wenn ein Satz ein Paar von Anführungszeichen enthält und wenn zwischen diesen Anführungszeichen Token mit unbekannten Lemma stehen und wenn mindestens 3 Token außerhalb der Anführungszeichen stehen, das heißt nicht der gesamte Satz durch Anführungszeichen markiert wurde, wenn diese Tokenfolge zusätzlich zwischen den Anführungszeichen länger ist als 15 Zeichen und bei der Sprachidentifikation eine andere Sprache zugewiesen bekommt als der Satz selbst, dann handelt es sich um Code-Switching. Wir haben dies ausgewertet und damit gute Erfahrungen gemacht, auf diese Art und Weise in unserem Korpus Code-Switching zu identifizieren. Ich fasse zusammen. Im ersten Teil des Moduls 6a haben wir vorgestellt, wie automatische Sprachidentifikation funktioniert. Wir haben argumentiert, dass sie unabdingbar ist für die weitere Analyse und Annotation eines Textes, dass sie robust und zuverlässig funktioniert über den Vergleich von Buchstabentrigrammen und dass in Sonderfällen auch Wortlisten eingesetzt werden, um Sprachidentifikation zu machen. Code-Switching, zur Erinnerung, ist der Wechsel der Sprache innerhalb eines Satzes, das als Arbeitsdefinition für unseren Online-Kurs und für unseren Vorgehen in unserem Korpus. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie auch beim zweiten Teil dieses Moduls wieder dabei sind. Vielen Dank.